Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play FIFA 17 The Journey mit Alex Hunter, eurem Hansa-Fan. Wir haben den Sichtungslehrgang letztes Mal abgeschlossen, waren einige interessante Trainingseinheiten dabei, Skilltraining und natürlich das Abschlussspielchen am Ende. Wir haben uns eine gute Leistung erobert und geendet hat die Story ja zuletzt, dass die Family, also Alex, sein Kumpel Gareth und seine Mutter und sein Großvater gerade losfahren wollten. Da kam ein ominöser Mann ans Fenster, hat geschwärmt von Alex Hunter, kannte auch den Großvater und meinte, Rising Star, glaube ich, hieß die Spieleagentur, von der er angestellt ist, hat auf jeden Fall seine Visitenkarte dagelassen. Alex' Opa war noch ein bisschen skeptisch. Mal gucken, wie die Sache weitergeht. Alex ist sehr zuversichtlich, hat sich sehr gefreut darüber. Es wird spannend und sehr interessant. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, auf geht's! Zockt er wieder in der Bude. Hi. Agents here. Jim, you know, it's a shame you were playing in the days before the big TV money kicked in. Player like you, I could have got you a proper deal or two. Yeah, right. We didn't play for the money. No, of course you didn't. Roar of the crowd, working class heroes and all that, eh? Do you draw? Design, well, used to. I'm trying to pick it up again. It's been a while. There he is, my #1 client. Sicher doch, schweigen. Ja, schweigen, denn, na, wir sind doch eher schüchtern, ne? You let him beat up on your wall like that, Mrs. Hunter? Well, he's always practicing anyway. Why not? It's just a wall. What can I do for you, Mr. Taylor? Michael, please. Actually, it's what I can do for you. Come on, tell him. Tell me what? As soon as you signed with me, I started putting out the feelers. Seems like you've been making quite the impression. Well, you got me an offer? 1 or 2. For real? I haven't seen a kid coming out the exit trials generate this much interest in years. Now, young players like you are like gold dust, Alex. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. I've got some incredible deals on the table here. Just don't go rushing into any decisions, okay? Now, the top teams, sure, they're going to offer you more money, but you won't be getting as much game time, and it's minutes on the pitch that really develop a player. You know, take your time, okay? This is a big decision. Also, es gibt tatsächlich Vertragsangebote für Alex Hunter. Lieblingsverein, haben wir ja gesagt, ist Tottenham Hotspur. Und wir haben auch gesagt, wir wollen das machen. Und hier haben wir die ganzen Angebote vorliegen. Also wirklich die komplette Liga sehnt sich nach Alex Hunter. Haben wir Crystal Palace. Vereinsziel Plätze 1 bis 6. Alan Pardew Trainer. Wochengehalt 6.575 britische Pfund. Trainerwertungsziele. Achso, dann haben wir dann die Anforderungen, die wir erreichen müssen. Um in der Startelf zu stehen, 6,5. Als Auswärtsspieler eine 5,5 erreichen. Das sollte zu schaffen sein. Wir haben, guck mal hier beim Topclub hier Arsenal. Da verdienen wir natürlich ein bisschen mehr. Wir spielen fast immer um die Meisterschaft mit. Da müssen wir für die Startelf aber wirklich eine 8,5 aufbringen. Immer Auswärtsspiel 7,5. Dann haben wir hier zum Beispiel FC Bournemouth, Aufsteiger. Letztes Jahr gewesen. Ja, das hält sich dann so in Grenzen, genauso wie bei Burnley, wie bei Crystal Palace. Dann haben wir Chelsea, da sieht es genauso aus. Dafür wieder aber noch mehr. Unter Trainer Antonio Conte. War ja zuletzt italienischer Nationaltrainer. Spielen an der Stamford Bridge. 7.600 britische Pfund Gehalt in der Woche. Dann kriegen wir noch Boni, die sehe ich jetzt erst da. 1.900 Pfund gibt es für die Startelf. Für ein erzieltes Tor gibt es nochmal 400 Pfund. Das Vereinsziel erreichen gibt es eine Gesamtprämie von 75.000 und Pokalerfolg 28.000. Also da gibt es ordentlich Kohle zu gewinnen. Everton, da sind die Ansprüche ein bisschen geringer, 7,5 unter Trainer Ronald Koeman. FC Liverpool, da haben wir natürlich unseren deutschen Coach Jürgen Klopp mit dabei an der Anfield Road. 54.000 Zuschauer, Wahnsinnsstahl natürlich. Aber auch die Anforderungen dort sind genauso wie bei Chelsea und Arsenal bislang. Schauen wir weiter, Middlesbrough, die sind Aufsteiger. Southampton haben sich gut etabliert in der Premier League, da haben wir auch die entsprechenden Werte. Dann haben wir hier den FC Sunderland, da verdienen wir 6.750. Watford. Dann haben wir Hull City unter Mike Fallon. Leicester City, der amtierende englische Meister unter dem italienischen Coach Claudio Ranieri.
Da sind die Anforderungen auch nicht so hoch. Der, ja, Club, den letztes Jahr niemand auf der Rechnung hatte und dieses Jahr quasi gejagt wird. Nach dem Überraschungserfolg. Dann natürlich unter dem Ex-Bayern-Trainer und Ex-Barcelona-Trainer Pep Guardiola, jetzt Trainer von Manchester City. Da gibt es natürlich auch einiges an Anforderungen. Und dann natürlich José Mourinho bei Manchester United. Dann haben wir Stoke City natürlich im Angebot noch. Gucken uns alle mal durch hier. Francesco Guidolin bei Swansea. Und da haben wir unseren Lieblingsverein. Auch da sind die Werte ziemlich hochgegriffen. Muss man ja wirklich sagen. Puh. Wir können auch noch mehr Infos drücken Big hier. on young talent and only just falling short of winning the Premier League last season. Some of the best British players from the last 30 years have lit up White Hart Lane. Lineker, Bale, Kane. It's a great place to develop your talents, but you'll find there's plenty of competition for starting places. Manager Maurizio Pochettino's a big fan of young players like you, so you'd have a real chance to make an impression. Also, das hört sich gar nicht so schlecht an. Und wie gesagt, Tottenham Hotspur, unser Lieblingsverein hier von Alex Hunter. Geld, ja, ist natürlich deutlich weniger als bei den anderen Top-Clubs. Die Werte, die Anforderungswerte sind aber trotzdem ziemlich hochgegriffen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir bei Tottenham... Aber klar, er hat es ja gerade gesagt. Sie haben knapp die Meisterschaft hinter Leicester City verpasst. Zweiter geworden, Vizemeister. Champions League-Teilnehmer, auch da sind die Ansprüche natürlich hoch jetzt bei den Spurs. West Bromwich, West Ham United, Slaven Bilic, ex-kroatischer Nationaltrainer. Plätze 1 bis 6, 6.700, dann sind die Anforderungen nicht ganz so hoch und verdienen fast genauso viel. West Ham, traditionsreicher Club, natürlich bekannt vor allem vom Film The Hooligan, oder einfach nur Hooligan, ne? Klasse Film auf jeden Fall für jeden Fußballfan. Also eine ganz schwierige Entscheidung jetzt gerade, Leute. Wo wir hier den Profivertrag unterschreiben. Also ich wäre ja doch eher für die Spurs. Klar, die Anforderungen sind hoch. Ein kleiner Club wäre natürlich super. Ich glaube aber, ich habe auch gehört, man wird verliehen. Man kann verliehen werden. Von daher ist die Option dann doch recht interessant. Und aus Alex Sicht, wir können ja mal hier bei den anderen Top-Clubs anfragen, was er dazu sagt. Zum Beispiel zu Manchester City. With Pep Guardiola at the helm, City will be the team to beat this season. Club's got huge resources. They've already signed the likes of Ilkay Gundogan and Nolito, and with world-class strikers like Sergio Aguero already at the club, you'd be facing a major challenge just to get into the squad, let alone the team. But as they say never, right? Guardiola's been known to give youth a chance if a player can prove he's good enough. Just look at Kingsley Coman. Ja, der Bezug zum FC Bayern hergestellt. Kingsley Coman, letztes Jahr ja von Juventus Turin geholt. Als totale Überraschung von den Bayern unter Pep Guardiola. Zu einem wichtigen Spieler gereift dort. Überraschungsmeister Leicester, mal anhören, was er dazu sagt. Funny old game, football. 12 months ago, Leicester were almost relegated. Now they're the defending Premier League champions. You can put that down to the incredible work of manager Claudio Ranieri and the amazing team spirit they have over there. Holding on to the title is going to be a tall order, but with the team in Europe and looking to build on last year's success, and with their squad hardly the biggest, you could have a great chance of breaking into the first team. Gute Chancen bei englischen Meister. Hören wir uns nochmal an, was er zu FC Liverpool und Jürgen Klopp zu sagen hat. Yep, the sleeping giant of English football. But the Reds are still a force to be reckoned with. Couple of seasons ago, they lost their talismans Steven Gerrard and Luis Suarez, so they're looking for a new hero to help them back to their glory years from the 70s and 80s. Back then, they were pretty much unstoppable. Their squad's got a good mix of young players and experience, and their manager, Jurgen Klopp, has a proven track record of turning young players into stars. Word of warning, you might find yourself on the bench as much as on the pitch with all the attacking players they've got, especially now they've signed Sadio Mane and Jorginho Wijnaldum. Ja, hat er recht. Da stehen die Chancen nicht gut. Hören wir uns noch zu den letzten beiden Top-Clubs, Chelsea, Arsenal und Man U an, und dann treffen wir unsere Wahl. Hard to believe Chelsea finished 10th last season after winning the Premier League the previous campaign. But with new manager Antonio Conte coming aboard after leading Italy to the quarters of the Euros, it's the start of a new era for the Blues. They've already shown their financial clout by snapping up Michy Batshuayi, but with so much attacking talent in their squad, you'd be facing some serious competition to break into the first team.
When it comes to nurturing young talent, managers don't come much more qualified than Arsenal's. Anelka, Henry, Fabregas, Walcott. Arsene Wenger's list of successes are as long as my arm. Not to mention the fact that he's led the Gunners to 3 Premier League titles and 6 FA Cups. Success may have been a bit harder to come by of late, but their squad's chock full of stars as well as some exciting newcomers like Granit Xhaka. Make no mistake, Arsenal will be one of the favourites for the title this season, so breaking into their first team would be a major challenge. Also auch da der Tenor nicht leicht haben. Bis jetzt eigentlich nur die besten Aussichten gab es bei Leicester, Tottenham und sogar ein bisschen Man City unter Pep Guardiola. Gucken wir noch, was man zu José Mourinho und Man United sagen. Fancy helping United bring back the glory years, do you? Sure. Since Fergie left, the team has been underperforming by its own high standards. But 20 league titles don't lie. And with Jose Mourinho in the hot seat, the Red Devils are a force to be reckoned with, especially as the special ones picked up silverware everywhere he's managed. One thing you may want to think about, though, with Ibrahimovic, Rooney, Rashford, Martial already in the squad, you'd be facing some serious competition just to get onto the bench. Also, damals gehört. Und damit fällt die Wahl eindeutig auf. Alexanders Lieblingsverein, Tottenham Hotspur. Auf geht's unter Trainer Maurizio Pochettino. Die Spurs. It stays in the family, eh? Who says romance is dead? I'll get the cogs turning my end and finalise the paperwork. You deserve this, Alex. Proudest day of my life. You signed him in my old club. Hätte er bestimmt auch wieder bei jedem Verein gesagt, oder? Ich zeige den Fans, was die Hunters drauf haben. Es ist nicht leicht, mit dir mitzuhalten. Die Hunters sind wieder da. Die Hunters sind wieder da. Hunters are back, Grandad. And it gets even better, young man. Seems you and your pal Gareth have similar tastes when it comes to picking teams. No way. Alex, that's just brilliant. Also, Gareth Walker auch dabei bei den Spurs. Ich glaube, auch der wäre bei jedem anderen Verein mitgekommen. Also, Tottenham Hotspur, die wären's. Die Wahl der Vereine sehr interessant. Catherine Hunter, ich bin stolz auf dich, Mr. Alex Hunter. Mit deinen Top-Leistungen wird das Team dieses Jahr noch besser abschneiden. Hashtag Mama ist stolz. Natürlich. So, Michael Taylor postet auch nach Verpflichtungen wie es Mr. Alex Hunter und Real Guess Walker. Bin ich überzeugt, dass Tottenham die letzte Saison übertreffen wird. Hashtag da geht einiges. Des Kelly, wer ist das denn? Ich bin nicht überzeugt, dass Tottenham mit Hunter und Walker an den Erfolg des Feuers anknüpfen kann. Wo bleiben die Megatransfers? Karen Watson, die EA Sports News. Die Youngster Hunter und Walker haben Profibeträge bei Tottenham unterschrieben. Nachschub für die Ersatzbank. Manish Bajin. Tottenham gibt Hunter und Walker Profiverträge. Wer kann in der Premier League zum Star werden? Hashtag im Blick behalten. Gareth Walker postet auch was. Unglaublich. Ich habe am selben Tag bei Tottenham einen Profivertrag unterschrieben wie mein bester Kumpel Mr. Alexander. Hashtag Wahnsinn. Und zeigen, was Sache ist. Selbstbewusstsein ist alles. Premier League. Danny Williams sagt da, du kommst demnächst mal im Angebot, Mister. Na also, Hashtag Wohltäter. Okay. Da haben wir es also. Keine neuen Follower, aber das kann noch werden. Gut, Leute. Jetzt geht es ab nach London zu den Spurs, nach Tottenham. Das war's für heute mit der Vereinswahl. Sicherlich nicht viel passiert, aber immerhin so einiges. Nämlich unser erster Verein mit dem guten Alex Hunter. Das war's für heute. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und hereinschauen bei der FIFA 17 Karriere mit Hertha BSC. Haut rein, Hansa-Fan. Ciao, ciao.